Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diese Woche wissen wir endlich, wie es weitergeht mit unserer Reise. Wir schwimmen mit euch durch den wunderschönen Sevansee. Und wir erobern Armeniens Hauptstadt Jerewan. All das gibt es nach dem Intro. Oder lassen wir das diese Woche weg? Ja, sag doch mal, sollen wir es weglassen oder sollen wir es weiter zeigen? Schreibt es mal in die Kommentare. Diese Woche kommt es aber auf jeden Fall nochmal. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Nach einer Woche Wanderurlaub im großen Kaukasus sind wir zurück in Tbilisi, der Hauptstadt von Georgien. Die Stadt begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein. Wir fahren zu unserem bekannten Stellplatz oberhalb der Altstadt und freuen uns auf den tollen Ausblick auf die Stadt unter uns. Ja, schönen guten Morgen aus Tbilisi. Wir haben die Nacht an unserem bekannten Platz hier hinter der Kathedrale verbracht. Und als wir gestern wiedergekommen sind aus Mestia, war das auch so ein bisschen, ja, als würde man nach Hause kommen. Ja, wir haben auch noch ein, zwei Traveler getroffen, die wir schon von unserem letzten Besuch kennen. Stimmt. Wir sind jetzt so ein bisschen aufgeregt, denn wir sind auf dem Weg in das Visa Center und sind sehr gespannt, was wir da jetzt gleich erfahren werden. Ja, wir werden das mit euch teilen, sobald wir da wieder raus sind. Also bis gleich. Bis gleich. So, wir waren jetzt eben im Visa-Zentrum, beziehungsweise ich war gar nicht drin, ich war nämlich nochmal auf Toilette vor Aufregung und dann kam mir Petra im Treppenhaus schon entgegen. Ja, und was sollen wir sagen? Wir haben tatsächlich 2 Visa für 3 Tage Durchfahrt in Russland. Genau, euer Daumendrücken hat auf jeden Fall geholfen und genau, so sieht das Ganze jetzt aus. An der Stelle wollen wir uns auch nochmal sehr herzlich bei Christian in Deutschland bedanken. Für all die guten Tipps, wie man möglicherweise auch durch Aserbaidschan gekommen wäre. Genau. Christian ist Spediteur und der beste Freund von einem sehr guten Freund von uns. Den haben wir angesprochen und ja, der hat sofort irgendwie seine Kontakte hier unten in Bewegung gesetzt und uns eine Option auf jeden Fall aufgezeigt, die wir aber ja, jetzt nicht nutzen. Dennoch vielen Dank. Ja, und auch an alle, die Daumen gedrückt haben, uns Nachrichten geschickt haben, Ermunterungen. Vielen Dank, dass ihr ja, mit uns wart. Genau, der Trip wird trotzdem, glaube ich, ziemlich herausfordernd und aufregend. Aber ja, unsere Reise kann weitergehen und jetzt steht als nächstes Armenien auf dem Programm. Genau, 2 Wochen haben wir jetzt noch, bevor es dann nach Kasachstan geht. Genau, wir müssen am 4. August in Russland einreisen und haben dann ja, Zeit bis zum 6. Genau, also schöne Woche für euch. Bis dann. Tschüss. Noch am gleichen Tag machen wir uns auf den Weg nach Armenien. So, wir sind jetzt etwa 10 Kilometer vor der armenischen Grenze und ja, wir wollten noch mal ein kleines Fazit ziehen für euch und auch für uns über unsere Zeit in Georgien. Also ich muss sagen, wir waren jetzt insgesamt 5 Wochen in Georgien. Nach meinem Gefühl hätten 4 auch gereicht. Wir haben eine Menge gesehen.
Und mein Highlight war einfach der große Kaukasus. Fand ich echt beeindruckend. Sensationelle Natur, tolle Wanderungen und ja, einfach eine sehr, sehr schöne Region. Dazu ist für mich Tbilisi nach wie vor das große Highlight dieser Reise. Und ja, die Zeit in der Stadt habe ich einfach sehr genossen, sehr abwechslungsreich, sehr facettenreich. Ja, ich fand auch die Natur schön hier, sowohl in Ratcha als auch in Mestia, aber auch an der georgischen Heerstraße immer diesen Blick auf die weißen, schneebedeckten Gipfel, wirklich hohe Berge, grüne, bewaldete Hänge. Ja, sehr spannend, sehr schöne Gegenden haben wir gesehen und Tbilisi protzig und wild und ja, spannende Stadt. Das finde ich auch, kann man sehr weiterempfehlen. Ja, es gab allerdings auch ein paar negative Dinge und allen voran für mich die Autofahrer in Georgien. Ja. Halsbrecherische Überholmanöver, was eben auch dazu führt, dass viele Autos hier mit Blechschäden unterwegs sind, ohne Stoßstangen, mit kaputten Scheinwerfern. Also wirklich, wir haben da Situationen gesehen, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich auch fragt, was soll das jetzt bringen, hier jetzt ein Auto zu überholen. Dazu kommt, dass man als Fußgänger in Georgien nach unserem Gefühl ja eigentlich gar keine Rechte hat. Wenn man am Zebrastreifen steht, dann hat man gefälligst so lange zu warten, bis kein Auto mehr kommt. Es wird jedenfalls kein Auto anhalten, um dich rüberzulassen. Das fand ich so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja, unangenehm, ne? Sowohl als Autofahrender als auch als Fußgänger und Fußgängerin. Ja. Mir hat sich die georgische Kultur noch nicht so ganz erschlossen. Also ich verstehe so ein paar Punkte, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und 10 Leute stapeln sich da und es wird kein Handschlag schneller kassiert, dann kann ich das so ein bisschen in Verbindung bringen mit sowjetischen Zeiten. Ich kenne das, also das kann ich irgendwie nachvollziehen. Das Verschlossene, so kein Lächeln für jemanden. Wir haben uns ja schon immer bemüht, zumindest mal Danke und Guten Tag und Bitte und so auf Georgisch zu sagen. Das kann ich noch nicht so nachvollziehen, ob das an der aktuellen Situation liegt oder ob das einfach georgische Mentalität ist. Fand es ein bisschen schade. Ja, so ein Lächeln war, also hatten wir natürlich auch, ne? So, es gibt, weiß nicht, Tankstelle, kann ich mich erinnern, hatten wir einen ganz freundlichen, lustigen Tankwart. Natürlich ist das immer eine Mischung, aber mehrheitlich lächeln immer eher so auf den zweiten Blick. Das, fand ich so ein bisschen schade und macht es einem nicht so ganz leicht, ins Land reinzukommen. Ja, das stimmt. Aber naja, jetzt gucken wir einfach mal. Die Grenze ist in Sicht und da hinten kann ich die armenische Flagge sehen. Jetzt gucken wir mal, wie es hinter der Grenze weitergeht. Genau. Bis später. Tschüss. Erst einmal geht es gar nicht weiter. Wir stehen und warten. Irgendwann kommt ein Grenzbeamter und erklärt uns, dass Petra die Grenze zu Fuß passieren muss. Nur der Fahrer darf im Auto bleiben. Wir finden das lustig und freuen uns darauf, uns in Armenien wiederzusehen. Insgesamt dauert der Grenzübertritt keine 1,5 Stunden. Unmittelbar hinter der Grenze schließen wir eine 15-tägige Pflichtversicherung für den Kastenwagen ab. Wir befolgen die Traveler-Regel Nummer 1. Kaufe keine Datenkarte an der Grenze, erfragen aber interessehalber den Preis. Der ist, wie sich später herausstellt, mit 8.000 Dramm für unbegrenzte Internetdaten fast doppelt so hoch wie ein Angebot 5 Kilometer weiter. Wir fühlen uns schon bei den ersten Begegnungen mit den Armenierinnen sehr willkommen.
Unsere erste Station und gleichzeitig unser Schlafplatz ist das Wehrkloster Achtala, 30 Kilometer hinter der Grenze. Selbstverständlich besichtigen wir es. Direkt am Eingang springt uns ein für armenische Kirchen typischer Kreuzstein ins Auge. Die kunstvoll bearbeiteten Gedächtnissteine sind ein zentrales kulturelles Symbol der Armenier. Oft sind die Steine bis zu 3 Metern hoch und neben einem Kreuz mit geometrischen und pflanzlichen Motiven verziert. Die Kirche aus dem 10. Jahrhundert ist in sehr gutem Zustand. Der Rest der Wehranlage leider nur noch eine Ruine. Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg, noch bevor die ersten Besucher eintreffen. Auf unserer Route unterqueren wir nostalgisch schöne Eisenbahnbrücken und auch wenn wir es schon zweimal gesagt haben, wir fühlen uns inmitten einer Märklin-Welt. Gemächlich geht es weiter an den auf 2000 Meter liegenden Sevansee. Er ist laut Wikipedia der größte Süßwassersee des Kaukasus und 1,5 Mal so groß wie der Bodensee. Das um 870 erbaute Kloster Sevanavang liegt malerisch oberhalb des Sees. Besonders auffällig ist die geschnitzte Kirchentür, die sehr detailliert ausgearbeitete religiöse Motive zeigt. Auch hier finden sich die typischen Kreuzsteine. Unterhalb der Kirche findet sich das typische Angebot touristischer Hotspots. Für manches ist die Erfolgsstory jedoch bereits zu Ende, obwohl die Zielgruppe weiterhin im Anmarsch ist. Wir machen uns aus dem Staub und entdecken in Sevan eins der coolsten Cafés Armeniens, das Bohem Studio und Tea House. Rund um den See finden sich einsame kleine Buchten, die zum Freistehen einladen. Je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung verändert sich die Wasserfarbe von Karibisch bis Waldsee. Neben unserem Strand lernen wir Osana und Guillaume aus Paris kennen, die ebenfalls mit einem Citroën Jumper Kastenwagen unterwegs sind. Die Tage am See sind
Wie ein Urlaub im Urlaub. Am Abend treffen wir am Strand eine Gruppe Armenier, die die beiden Franzosen und uns zu einer Geburtstagsfeier am Lagerfeuer einladen. Wir haben die Tage am See genossen und freuen uns jetzt auf Erivan. Mitten im Zentrum bietet das Center Hostel Vanlifern eine Dusche und Waschmaschine sowie einen Platz auf dem Parkdeck vor dem Haus. Dort können wir unseren 6-Meter-Van gerade noch rangieren. Das Zentrum der Stadt bildet der Platz der Republik mit seinen Gebäuden aus rosa Tuffstein. Hier sollte man unbedingt einen Stopp einlegen. Leider gibt es nur noch vereinzelt schöne Altbauten, aber man ist zumindest jetzt dabei, die Fassaden, die noch da sind, zu erhalten. Zum Beispiel in der Buddha Hall. Hinter der geretteten Fassade entstehen moderne Neubauten. Während unseres Aufenthalts herrschten tagsüber Temperaturen zwischen 35 und 37 Grad. Da wird Wasser zum wichtigsten Element. Wie immer ein Muss für uns, die Markthallen der Stadt. Gleich am Eingang empfangen uns diese kunstvoll arrangierten Gestecke aus Nüssen und Trockenfrüchten. Zu einem Kauf lassen wir uns dennoch nicht hinreißen. Uns zieht es in einer Halle weiter in die ebenso bunte Obst- und Gemüseabteilung. Mit diesen Chips fährt man in Erivan nicht Autoscooter, sondern Metro. Am nächsten Tag besichtigen wir den alten Teil Erivans, Kond. Dieser ist bereits von Neubauten umzingelt, macht aber kunstvoll mit dem gleichnamigen Festival auf sich und den drohenden Abriss aufmerksam. Wir entdecken in einem Hinterhof das Kondi Hayat Café, eine kleine Idylle. Den heißen Nachmittag verbringen wir am Pool. Einfach paradiesisch. Zum Sonnenuntergang erklimmen wir die Erivan-Kaskaden, um den Blick auf den für die Armenier heiligen Berg Ararat zu genießen. Hier erinnern wir uns an den Moment, als wir auf der gegenüberliegenden türkischen Seite des Berges mit unserem Van stecken geblieben sind. Das Video dazu verlinken wir euch hier.
Zum Abschluss fahren wir noch zum Mahnmal und Museum Cisterna-Kabert, das durch seine Architektur, Atmosphäre und die Musik bewegend an den armenischen Genozid durch die Osmanen erinnert. Das war unsere erste Woche in Armenien und hinter uns steht nicht Puschel, sondern ein Lieferwagen vom Nachtblumenmarkt hier in Erivan. Nächste Woche gibt es mal wieder den bewährten Kostencheck und wir nähern uns dem Berg Ararat von der armenischen Seite. Schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.